Also, Berlin war, durch den Untergang des Nationalsozialismus, durch die Befreiung vom Nationalsozialismus ja weiter so 'n Zentrum, der Weltpolitik, 'n Zentrum der bipolaren, Welt, Zentrum der Aufteilung in diese 2 Supermächte, Sowjetunion und USA. Und eigentlich hat sich das nirgendwo symbolisch so widergespiegelt wie in Berlin. Berlin ist ja, so wie Deutschland infolge des Zweiten Weltkrieges geteilt worden. Es gab 4 Besatzungszonen in Deutschland und es gab 4 Sektoren in Berlin. Die amerikanische, die englische und der französische Sektor und der sowjetische. Sozusagen der sowjetische Sektor war Ostberlin und die, 3, Alliierten bildeten, wenn man so will, das spätere Westberlin. Für die, DDR und für das Ulbricht-Regime war Westberlin, insofern immer 'n Ärgernis, nicht nur, weil dort, gewissermaßen die Schaufenster anders aussahen, 'n anderes Leben möglich war, sondern weil Westberlin so problemlos zu erreichen war. Weil man eben mit der S-Bahn dorthin fahren konnte. Man konnte da rüberlaufen, man konnte mit dem Fahrrad dahin fahren. Und insofern war das eben auch immer 'n Schlupfloch. Wenn man sich hier so umschaut, dann wirkt dieser Ort ja erstmal ziemlich unscheinbar. Autos fahren vorbei, ab und zu sieht man hier mal einen Spaziergänger vorbeilaufen. Aber man käme wahrscheinlich erstmal nicht auf den Gedanken, dass sich tatsächlich auch hier an diesem Ort das Schicksal von Hunderten, von Tausenden Menschen entschied. Wir stehen hier direkt an der südlichen Stadtgrenze Berlins, also da, wo Steglitz-Zehlendorf, der Bezirk, ja, auf das Berliner Umland, auf Brandenburg trifft. Zur Zeit der deutschen Teilung war das aber eben nicht nur die Stadtgrenze Berlins, also die Grenze zwischen Stadt und Umland, sondern eben auch eine der wichtigsten Grenzen im Kalten Krieg. Tatsächlich war diese Grenze direkt nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal gar nicht so sichtbar. Klar, Deutschland war in 4 Besatzungszonen aufgeteilt und Berlin war in die 4 Sektoren aufgeteilt. Und theoretisch brauchte man eben auch eine Genehmigung, um eigentlich seinen Sektor, seine Besatzungszone zu verlassen. Gerade in den ersten Jahren wurde es aber noch nicht so streng gesehen. Also man konnte sich hier noch relativ frei bewegen, gerade auch in Berlin, zwischen Berlin und dem Berliner Umland, war das Überqueren der Grenzen noch relativ unproblematisch möglich. Das änderte sich dann mit der Zeit, gerade auch als die deutsch-deutsche Teilung, als die Blockkonfrontation sich auch verstärkte. Und vor allem dann in den 50er Jahren, konkret im Jahr 1952, baute die DDR-Führung die innerdeutsche Grenze, also die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten, immer stärker aus. Der Grund dafür war relativ einfach, und zwar, dass eben immer mehr Menschen sich entschieden, den Osten Deutschlands zu verlassen. Also erst die sowjetische Besatzungszone, dann die DDR. Die Menschen wollten dort nicht mehr leben, wanderten in großer Zahl in den Westen ab. Die Motivationen dafür waren auch relativ unterschiedlich. Also es ging um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Oft spielten aber auch die größeren politischen und persönlichen Freiheiten eine Rolle. Und so nahmen die Fluchtzahlen also immer mehr zu. Die innerdeutsche Grenze war dann irgendwann abgeriegelt. Das war also nicht mehr so einfach, zwischen den beiden deutschen Staaten sich zu bewegen. Trotzdem gab es in der DDR weiterhin eben ein Problem. Und das Problem war Westberlin. Wenn man sich Westberlin auf der Karte anguckt, dann sieht man, das ist komplett auf dem Gebiet eigentlich der DDR. Also es ist, wie gesagt, diese kleine Insel, und zwar immer eben ein Schlupfloch. Also ein Schlupfloch daher, weil die Sektorengrenzen, anders als die innerdeutsche Grenze, nach wie vor offen waren, auch in den 50er Jahren. Und man konnte eben Westberlin relativ leicht erreichen. Und wenn man sich die Fluchtzahlen insgesamt anschaut, dann sieht man, dass von 1949, also als beide deutschen Staaten gegründet wurden, bis zum Sommer 1961 tatsächlich mehr als 2,5 Millionen Menschen, fast 3 Millionen Menschen, die DDR eben Richtung Westen verlassen haben. Ganz in der Nähe hier ist übrigens die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde. Das war eines der Notaufnahmelager, die so als erster Anlaufspunkt dienten für Menschen, die eben die DDR verlassen hatten. Und hier in Marienfelde war eben das einer dieser Orte, der für ganz viele Menschen eben Hoffnung, Neuanfang bedeuteten. Für die DDR-Führung aber immer auch ein Zeichen dafür waren, dass sie eben diese Abwanderungskrise nicht in den Griff bekam. Und so war irgendwie auch klar, es muss jetzt irgendwas passieren. Und schon seit den frühen 50er Jahren versuchte die Staatspartei, die SED, die DDR-Führung eben dieses Problem zu lösen.
Vor diesem Hintergrund dieser Fluchtzahlen, der eigenen wirtschaftlichen Probleme, der politischen Legitimationsprobleme hat Ulbricht seit 1952 immer wieder darüber nachgedacht, Westberlin abzugrenzen. Die Stimmung im Land, im Osten wie im Westen, war so vor dem Hintergrund vom 17. Juni, von 56, diese anhaltende Fluchtbewegung, dass viele Leute im Frühsommer 1961 sagten, es muss ja was passieren, es muss ja sich etwas ändern. In diesem Kontext ist dann auch diese berühmte Pressekonferenz in Ostberlin abgehalten worden, in der eine Journalistin von der Frankfurter Rundschau Ulbricht fragte, ob er denn nur eine Mauer bauen will oder was er für Vorhaben hat. Und da sagte er, es ist wohl der berühmteste Satz, den Ulbricht jemals formuliert hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das ist auch der Tag, an dem zum ersten Mal der Begriff Mauer fiel. Und alle machen sich seitdem lustig, alle sagen, dass Ulbricht ein großer Lügner ist. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man das so einfach sagen könnte, weil er hat ja nicht gesagt, niemand wird eine Mauer errichten, sondern er hat gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das sind sozusagen vielleicht eine semantische Spitzfindigkeit. Aber, und das ist entscheidend, zu diesem Zeitpunkt gingen die Vorbereitungen oder liefen die Vorbereitungen bereits für den Mauerbau, wobei selbst die intim am Mitbeteiligsten nicht wussten, was sie damit gerade vorbereiteten. Ende Juli 1961 reiste Ulbricht nach Moskau, hatte eine seiner vielen Besprechungen mit Chruschtschow. Da ging es wieder hoch her. Und da bekam Ulbricht nun sozusagen grünes Licht für den Mauerbau. Chruschtschow sagte mehr oder weniger, okay, wir haben jetzt keine andere Chance mehr. Und es droht nicht zu einer Auseinandersetzung zwischen den Supermächten zu werden, zwischen USA und der Sowjetunion. Es wird auch keine atomare Katastrophe geben, weil die USA sich zurückhalten werden. Ulbricht kam nach Ostberlin zurück, hat dann einen Sonderstab eingerichtet, den Erich Honecker leitete, der nun auch erst eingewiesen wurde, was bevorstand. Und es war alles vorbereitet und dann in der Nacht vom 12. zum 13. August ging es los. Also Mitternacht gehen die Lichter aus an den Grenzübergangsstellen, auf den Bahnhöfen und sie gehen symbolisch auch wieder an, nämlich jetzt als Baustelle. Dieser Tag war innerhalb kürzester Zeit kommandostabsmäßig vorbereitet worden. Tausende und Abertausende Kämpfer der Kampfgruppen standen bereit, um die Mauer zunächst erstmal symbolisch zu errichten und um die Verkehrswege und die Infrastrukturen, die über die Sektorengrenzen Berlins gingen, zwischen Ost und West zu unterbrechen. Der 13. August war ja nicht nur an einem Wochenende, sondern er war mitten in den Sommerferien. In Juli, August waren in der DDR immer zentrale Sommerferien. Im ganzen Land waren die Schulen zu. Viele waren an der Ostsee oder im Erzgebirge oder wo auch immer im Urlaub. Die Absperrmaßnahmen selbst waren am Anfang, das sieht man ja heute auch auf vielen Fotos, es waren vor allen Dingen spanische Reiter, die da errichtet worden sind, die da hingestellt worden sind. Stacheldraht, der ausgerollt wurde auf verschiedenen Ebenen. Sehr relativ schnell sind Hauseingänge und Fenster zugemauert worden. Und solche Hohlblocksteine sind quer über die Straßen verlegt worden, sind mit Mörtel praktisch da Mauern im wahrsten Sinne des Wortes errichtet worden, 2,50 Meter oder so hoch waren. Das war alles noch nicht so massiv und auch noch nicht so unüberwindbar. Das dauerte ein paar Jahre, aber so begann das halt. Es war natürlich für viele Menschen ein Schock. Die sind morgens aufgewacht und waren eingemauert, waren mit Stacheldraht umgeben. Und umso näher du an der Mauer gewohnt hast, umso mehr hat es dich geschockt. Du hast rausgeschaut aus deinem Fenster. Haben ja viele noch dort gewohnt. Die Umsiedlung, Zwangsaussiedlung, das gab es schon. Es gab auch schon viele seit 1952 unterbrochene Infrastrukturen. Bestimmte Kanalisationen waren bereits zugemauert, aber natürlich alles längst nicht flächendeckend. Der Telefonverkehr zwischen Ost- und Westberlin war ja seit 1952 unterbrochen. Also insofern war die Verständigung zwischen den Familien, die nun auf einmal durch die Mauer getrennt worden sind, außerordentlich schwierig. Kennt man ja viele berühmte Fotos, dass die Leute so über die Mauer, über die Straßen hinweg miteinander versuchen irgendwie zu kommunizieren, sich was zuzurufen. Sehr herzzerreißende Szenen spielten sich da ab. Wenn wir heute an den Mauerbau denken, dann haben natürlich ganz viele Menschen die Bilder aus der Berliner Innenstadt vor Augen.
Besonders eindrücklich sind natürlich auch die Szenen von der Bernauer Straße, von den zugemauerten Hauseingängen, den zugemauerten Fenstern. Der Bau der Berliner Mauer, der spielte sich aber eben nicht nur im Zentrum Berlins ab, der hat auch noch an ganz anderen Orten Spuren hinterlassen. Hier im Süden Berlins, am südlichen Stadtrand, zeigt sich eben nochmal eine Geschichte, ja, die auch nochmal diese ganze Dramatik dieses Tages und vor allem auch die Folgen des Mauerbaus erzählt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommt mal mit. Hier mitten im Wald, wo man heute nur noch so ein paar Überreste sieht, ein paar Ruinen sieht, stand früher mal bis vor wenigen Jahrzehnten das Dorf Oostdorf. Die Geschichte Oostdorf reicht tatsächlich bis ins 13. Jahrhundert zurück, also wirklich eine lange Geschichte dieses Dorf, dieses Gutshofs. Hier standen eben mehrere Bauernhöfe, hier haben Familien gewohnt, hier gab es Stallungen. Und ja, diese Dorfgemeinschaft hat eben so die ganze deutsche Geschichte auch des 20. Jahrhunderts mitgemacht. Also den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg. Tatsächlich schon in den 1950er Jahren wird das Leben hier aber dann immer beschwerlicher. Das hat damit zu tun, dass eben die Stadtgrenze zu West-Berlin hier nur wenige hundert Meter entfernt ist. Und 1952, als dann eben die innerdeutsche Grenze von der DDR immer mehr abgeriegelt wird dann eben auch erstmal ein Zaun zu West-Berlin gezogen. Das heißt, man kann also nicht mehr so einfach die Grenze zur Stadt überqueren. Hier sind auch immer mehr Grenztruppen präsent und das Leben wird tatsächlich beschwerlicher. Also man kann, auch wenn man in die Stadt fahren möchte mit der S-Bahn, muss man große Umwege fahren. Auch ein Schulbesuch in West-Berlin ist eben nicht mehr so einfach möglich. Die ganze Lage dieses Oostdorfs verschärft sich dann nochmal ganz dramatisch mit dem Mauerbau 1961. Dann spitzt sich die Situation hier nämlich so wirklich zu. Dann braucht man nämlich, um hier als Oostdorfer, als Oostdorferin zu leben, einen ganz speziellen Ausweis. Das ganze Dorf gehört eben zum Sperrgebiet direkt vor der Berliner Mauer, also diesmal von der anderen Seite, von Brandenburger Seite, von DDR-Seite aus gesehen. Ja, wenn man hier zum Beispiel eine Familienfeier ausrichten möchte, dann brauchen die Gäste alle einen Passierschein. Es ist sehr aufwendig, hier überhaupt Oostdorf zu besuchen. Und zum Beispiel auch die landwirtschaftliche Arbeit hier wird genau kontrolliert, auch von den Grenztruppen. Das ganze Dorf Oostdorf ist dann der DDR auch wirklich so ein Dorn im Auge, weil es sich hier eben mitten in dieser lückenlos kontrollierten Sicherheitszone befindet. Und genau, eigentlich sollen hier sich keine Menschen aufhalten. 1968 wird dann auch eine ganz folgenschwere Entscheidung getroffen. Nämlich beschließt die SED-Führung, dass das Dorf Oostdorf also weg muss. Das Dorf, die Bewohnerinnen werden also ausgesiedelt, das Dorf wird geräumt, das passiert so über mehrere Jahre hinweg. Und die 150 Bewohnerinnen werden eben ins nahegelegene Heinersdorf umgesiedelt. Das ganze Dorf wird hier platt gemacht, die Häuser werden platt gemacht, sogar der Friedhof wird geräumt. Und ja, wir sehen es heute. Heute sind wir mitten im Wald. Es sind eben nur noch ein paar Ruinen zu sehen, ein paar Steine, die eben von dieser Geschichte dieses Dorfes, Oostdorfs, noch zeugen. Oostdorf ist eben so ein Beispiel dafür, dass sich eben ja, der Mauerbau, die deutsch-deutsche Geschichte, die deutsch-deutsche Teilung nicht nur an diesen großen Erinnerungsorten abspielte und dort Spuren hinterließ, sondern eben auch ja, in Dörfern, auf dem Land, in Gegenden, wo man es vielleicht nicht so vermutet, eben auch ganz sichtbar Zeugnisse hinterlassen hat und eben da ganz sichtbar auch ins Leben der Menschen langfristig eingegriffen hat. Also die Geschichte des Bauwerks Mauer ist auch eine Geschichte permanenter Veränderung. Während am Anfang eben einfache spanische Reiter, Stacheldrahtverhaue, Panzersperren, Hohlblocksteine aus Beton die Mauer prägen, wurde dann im Laufe der Jahre vor allen Dingen auch der Grenzstreifen immer mehr ausgebaut. Aber nicht mehr einfach nur einfache Straßen, sondern so der Grenzstreifen ist an manchen Stellen innerstetig 50, 80, 100 Meter breit gewesen, tief gestaffelt mit verschiedenen Sicherungssystemen. Dazu hörte dann natürlich auch, dass die angrenzenden Wohngebäude leergeräumt werden mussten. Oft sind sie abgerissen worden, sodass eigentlich eine Flucht innerhalb Berlins über dieses Grenzbefestigungssystem immer schwerer
möglich wurde. Ja, diese Mauer selbst, die sah man ja auf beiden Seiten. Die war irgendwie 3,50 Meter hoch. Das war schon ein ziemlich eindrückliches, großes Bauwerk. Man konnte die nur an relativ wenigen Stellen als nicht dort Wohnender auch überhaupt nur mal berühren. In der Regel kam man gar nicht so weit. Aber diese Mauer, die man vom Osten aus sah, dahinter begann eigentlich erst das ganze Grenzsystem. Und erst die Mauer, die in Westberlin, an die man anfassen konnte, die beendete gewissermaßen dieses Grenzsystem, und die stand immer noch auf Territorium Ostberlins und der DDR. Noch einen Meter dahinter war Territorium der DDR, und dazwischen patrouillierten eben Grenzsoldaten, Grenzhunde und so weiter und so fort. Also das war auch immer nachts, hell erleuchtet, und klar, es haben auch immer wieder Leute versucht, da abzuhauen. Auch ein Schulfreund von mir hat das versucht, ist dafür ins Gefängnis gekommen. Das passierte natürlich auch immer so ein bisschen in Unkenntnis des eigentlichen Grenzregimes. Wobei man jetzt auch noch mal ganz deutlich sagen muss, die Mauer, das Grenzregime war mehr als nur dieses Bauwerk. Das Grenzregime war ein Konstrukt, was die gesamte DDR umspannt hat, was den Schulunterricht bestimmte, dass die Ideologisierung des Schulunterrichts, was die Medien bestimmte. Niemand sollte überhaupt auf die Idee kommen, abzuhauen. Niemand sollte überhaupt auf die Idee kommen, sich diesen Grenzanlagen, ob nun in Berlin oder innerdeutsch, zu nähern. Im besten Falle sollte sogar niemand auf die Idee kommen, das in Frage zu stellen. Und dafür ist ein großes Disziplinierungs-, Ideologisierungs- und Erziehungssystem geschaffen worden, was eben nach dem Mauerbau 1961 geradezu immer mehr perfektioniert wurde. Und insofern war es auch selbstverständlich, dass die Mauer als antifaschistischer Schutzwall gepriesen wurde, als ein sozusagen Bauwerk, was den Einfall der faschistischen Horden in die blütenreine DDR verhindern würde. Fast jeder DDR-Mensch kennt den Begriff antifaschistischer Schutzwall. Fast jeder DDR-Mensch hat sich darüber halb totgelacht. Ich würde mal sagen, damals mehr als heute. Heute wird man wahrscheinlich, also, wenn man das jetzt hier hört, werden wir wieder viele Kommentare haben, die uns dann erklären, dass das alles schon richtig war. Kommentiert das ruhig. Aber zur Wahrheit gehört auch, was viele sozusagen vielleicht überraschen wird, dass die SED den Begriff antifaschistischer Schutzwall weitaus weniger benutzt hat, als viele das glauben. Der war in den 60er Jahren relativ gängig, da ist der häufig benutzt worden, in den 80ern fast gar nicht mehr. Ja, also die haben natürlich auch schon irgendwie so ein bisschen auf diese Stimmungslagen reagieren wollen und müssen, um sich nicht gänzlich lächerlich zu machen. Jeder kannte diesen Begriff, aber offensiv benutzt haben sie den zu dieser Zeit nur noch sehr selten. Auch in den Schulbüchern kam der Ende der 80er Jahre so nicht mehr vor. Aber klar, wenn du irgendeinen SED-Funktionär 1989 gefragt hättest, wozu ist die Mauer nötig, dann hätten sie dich erst mal angeschaut: „Warum sagst du Mauer?“ Der Begriff war in der DDR verpönt, jedenfalls bis 89. Den hat ja kurioserweise dann niemand anders als Erich Honecker wieder eingeführt, als er im Januar 1989 in seiner Rede zum Thomas-Münzer-Jubiläum auf einmal sagte: „Die Mauer“, und da benutzt er diesen Begriff, für den man sonst wirklich sanktioniert wurde. Wenn du den im Schulunterricht gesagt hättest, wäre aber sonst was passiert. Die Mauer wird auch in 50 oder 100 Jahren noch stehen, wenn die Grundlagen, die zur Errichtung der Mauer geführt haben, immer noch bestehen. Und die Grundlagen in der Sicht der Kommunisten war im Prinzip die bloße Existenz der Bundesrepublik Deutschland und die bloße Existenz des Kapitalismus, aus dem sich der Faschismus entwickeln würde, so die Lesart. Und insofern hat Honecker im Januar 89 gesagt: „Also, liebe Leute, macht, was ihr wollt, die Mauer wird ewig bestehen.“ Alle haben sich darüber aufgeregt, alle haben sich darüber lustig gemacht. 10 Monate später war der Spuk vorbei. Die Mauer selbst hat ungefähr 140 Todesopfer gefordert. Das sind die Todesopfer an der Berliner Mauer. Dann gibt es die Todesopfer an der innerdeutschen Grenze, die Todesopfer auf der Ostsee. Diejenigen, die in Bulgarien oder Rumänien ums Leben kamen, wenn sie flüchten wollten, da kommt man ungefähr auf 1.000. Diese Todesopfer sind vielfach geehrt, aber längst nicht hinreichend geehrt worden. Das waren Menschen, die nicht auf Versprechungen warten wollten, sondern die ihre
Gegenwart und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen wollten, die selbstbestimmt leben wollten, die keinen anderen Ausweg gesehen haben. Und sie sind auch damals schon häufig verunglimpft worden in der DDR. Allerorten war zu hören, wenn jemand wieder an der Mauer, an der Grenze erschossen wurde, durch Minen zerfetzt wurde, von Hunden zerfetzt wurde. Ja, aber ist doch selbst schuld, weiß doch jeder, dass man da nicht hingeht. Das waren Schutzbehauptungen und die hat man nicht nur von SED-Funktionären gehört. Das besonders perfide an Folgen politischer Dauerindoktrination besteht ja darin, dass diejenigen, die es betrifft, das oft gar nicht mehr mitbekommen, weil es eben auf Dauer passiert, weil es überall passiert und weil es über einen sehr, sehr langen Zeitraum passiert, nämlich über Jahrzehnte hinweg. Und insofern haben wir, glaube ich, wenn wir heute über Ostdeutschland reden, wenn wir heute über bestimmte politische, gesellschaftspolitische, mentale, kulturelle Entwicklungen in Ostdeutschland reden, auch immer noch mit Folgen dieser Abschottungspolitik, dieser Praxis der Abgrenzung, dieser Praxis der Ausgrenzung, was die Mauer ja alles ist, zu tun. Mit dem Fall der Mauer fing natürlich auch die Debatte darüber an, was machen wir jetzt mit der Mauer? Wir stehen jetzt hier mitten in Heinersdorf, also nur knapp 2 Kilometer von Ohlsdorf entfernt. Das war eben der Ort, an den die OhsdorferInnen dann umgesiedelt wurden, als die DDR-Führung 1968 beschlossen hatte, Ohlsdorf komplett zu räumen. Und hier hinter mir, unschwer zu erkennen, sehen wir eben 2 originale Segmente der Berliner Mauer, die hier an der südlichen Stadtgrenze Berlins eben standen. Nach dem Mauerfall 1989 stellte sich ziemlich schnell die Frage, ja, was macht man jetzt eigentlich mit den Überresten dieses Grenzregimes, dieses verhassten Symbols auch der SED-Diktatur? Und an ganz vielen Orten fiel relativ schnell die Entscheidung, dass die Berliner Mauer vor allem auch komplett abgeräumt werden sollte. Also auch an ganz vielen Orten verschwanden die Mauerstücke relativ schnell. Es stellten sich Menschen aber auch immer wieder die Frage, naja, aber wie können wir eigentlich auch daran erinnern, an diesen Teil der deutschen Geschichte, an die deutsche Teilung? Also daran, dass eben gerade auch hier in der Nähe es eben nicht so leicht möglich war, einfach nach Berlin reinzufahren, weil es eben zu Westberlin gehörte. Und schon in den frühen 1990er Jahren entschied sich also hier der Bürgermeister von Ohlsdorf, zumindest 2 originale Teile der Mauer, ja, man kann quasi sagen, zu retten und hier tatsächlich auch mitten in Heinersdorf aufzustellen. Also eben als Erinnerung daran, dass die Mauer nicht weit weg von hier verlief und vor allem eben auch eine Erinnerung daran, und das zeigt eben auch die Plakette hier hinter mir, dass es hier in der Nähe eben auch mal ein Dorf gab, Ohlsdorf, das dann eben nicht mehr existierte, aufgrund der Mauer, auch aufgrund der deutschen Teilung. Mich erinnern diese beiden Mauerstücke auch noch an was ganz anderes. Und zwar war es ja so, dass dann nach 1990 auch ganz viele Teile der Mauer fast unmittelbar auch in die ganze Welt sich verbreitet haben. Also das ging erst mal los mit den Mauerspechten, die natürlich Steine abgeklopft haben, die daraus auch so ein bisschen Geschäft gemacht haben, die das als Souvenir verkauft haben, Leute, die das mitgenommen haben, somit sich nach Hause mitgenommen haben. Es gab aber auch immer wieder Teile, größere Mauersegmente, die auch offiziell als Geschenk, als Staatsgeschenke überreicht worden sind. Und so führt es eben heute dazu, dass eben auch Teile der Mauer zum Beispiel in Seoul in Südkorea stehen. Und ganz faszinierend ist eben, welche Emotionen diese Mauerstücke dort auslösen. Die Berliner Mauer ist eben nicht nur hier in Berlin, sondern weltweit so ein Zeichen dafür, dass diktatorische Systeme, dass Grenzen auch überwunden werden können. Und daran erinnert eben auch diese Mauer hier in Heinersdorf. Hier am Stadtrand Berlins war das natürlich aber nochmal ein ganz anderes Thema oder hatte eine ganz andere Bedeutung als dann in der Innenstadt. In der Innenstadt kamen dann natürlich auch in den 90er Jahren die ganz großen Debatten auf, wie soll man eigentlich hier mit dem ehemaligen Mauerstreifen verfahren. Es war schon erstaunlich, dass also eine Mehrheit relativ schnell offenbar dafür war, die Mauer so schnell wie möglich und alles zu beseitigen. Die BerlinerInnen hatten offenbar wirklich die Schnauze voll, logischerweise, und niemand wollte irgendwie daran noch erinnert werden. Gott sei Dank ist das nicht restlos geschehen, aber es war schon auch in den frühen 90er Jahren erstaunlich, welche Debatten in der Gesellschaft da geführt worden sind und wie
ja, fast geschichtsvergessen, man diese Lücke füllen wollte. Aber auch hier spielten kapitalistische Rationalitätskriterien eine Rolle. Diese Mauer ist ja nicht durch irgendwelche grünen Wälder gezogen worden, sondern inmitten der urbanen Zentren, also den teuersten Filetstücken, die so eine Stadt zu bieten hat. Und da hatte jetzt irgendwie keiner Lust, die dort gewachsenen Biotope zu erhalten, die nicht bringen, sondern eben, wie man das ja überall sehen kann, teure, Luxusbauten dorthin gesetzt. Und dann gab es ja die sehr intensiven Debatten um die Frage, wie kann man nun der Opfer der Mauer als solcher gedenken. Am Ende ist halt diese, wie ich finde, hochinteressante Gestaltung der Gedenkstätte Berliner Mauer herausgekommen, die ja auch so ein bisschen in die Zukunft zeigen will. Und diese Mauergedenkstätte zählt ja zu den meistbesuchtesten Orten, Berlins. Also insofern eigentlich eine große Erfolgsgeschichte. Ich halte das schon für sehr, sehr wichtig, dass die, Mauer, praktisch nicht nur als Teil des Stadtgedächtnisses, sondern des nationalen und europäischen Gedächtnisses, gewissermaßen als ein vitaler Erinnerungsort erhalten bleibt, der sich natürlich verändert, aber der eben vor allen Dingen auch immer wieder, und das erscheint mir besonders zentral, von seinen Opfern und von den Folgen solcher Eingriffe in eine Gesellschaft, berichten sollte und auch zum Nachdenken für unsere, Gegenwart, anregen sollte.